Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Create Mod. Heute möchte ich euch hier hinter mir die verschiedenen Cobblestone-Generatoren einmal erklären. Und zwar habe ich hier 3 Stück vorbereitet. Einmal einen kleinen, sehr einfach zum Bauen, einen etwas größeren und einen ganz großen. Aber wie funktionieren die denn überhaupt? Der kleine hier vorne, genauso wie die anderen beiden, haben hier dieselbe Steuereinheit sozusagen. 2 Speed-Controller, 2 Portalkranachsen, also zu Englisch Gantry Shafts. Und diese Portalkranwägen hier, die Gantrys, die bewegen sich hier drauf vor und zurück, also seitlich hin und her. Sie sind komplett miteinander verklebt, sodass sie auch immer schön sich mitbewegen. Und das Ganze heißt, wenn er hier sich auf der Achse hier rüber bewegt, zieht er die hier alle mit. Und wenn er dann hier ist, bewegt sich der andere wieder zurück, beziehungsweise andersrum. Und somit gehen die immer hin und her. Durch das Schubgerüst hier unten, beziehungsweise die 2 Schubgerüste hier, werden die Trichter, die Andesittrichter hier drüben, auch mitgenommen. Genauso wie die Falltüren hier oben, weil die miteinander verklebt sind. Wir können es nicht alles komplett in einer Rutsche verkleben, weil es sich sonst so gegenseitig behindern würde. Und deswegen müssen die hier drüben, also die Andesittrichter und die Falltüren hier oben miteinander verklebt werden. Und die Vorrichtung, die sich nach rechts und nach links bewegt. Und die Schubgerüste hier haben auf dieser Seite, sind sie mit Klebstoff markiert und deswegen können sie dann nämlich hier drüben auch die Vorrichtung sozusagen mitnehmen. Aber wie funktioniert denn das Ganze jetzt mit der Bruchsteingenerierung? Das ist ganz einfach. Wir nutzen nämlich hier den Fakt, dass sobald sich das hier unten in eine Entity verwandelt hat, dann kann nämlich durch die Pumpen ein Tropfen, also Lavapartikel, aus den Tanks rausgesaugt werden. Und die Pumpen hier oben sind waterlogged, also sprich hier schwirrt Wasser rum, das sehen wir dann gleich und das würde dann runterfließen durch die Falltüren durch, die ja dann kurzzeitig eine Entity sind und durchlässig werden. Sobald die sich aber wieder zu vollen Blöcken ähm, zurücktransformieren sozusagen, wird der generierte Bruchstein sozusagen abgebaut und in der Entity gespeichert und entweder durch die Andesittrichter hier direkt in den Gegenstandstresor runtergegeben oder hier im Fass gelagert. Ihr seht schon, hier ist schon ein Bruchstein. Und da das hier auch eine eigenständige Entity ist, wird, sobald es sich wieder bewegt, durch den Messingtrichter hier unten der Bruchstein ausgeworfen und durch die Andesittrichter hier unten hier in den Gegenstandstresor eingeführt oder reingeworfen. So, jetzt habe ich ganz viel geschnackt. Wir haben kurz noch zu den Speed-Controllern, zu der Geschwindigkeitseinstellung. Der rechte hier vorne und der linke. Ich fange hier beim linken an. Hier vorne kommt die Energiequelle durch die Klatsch, also durch die Kupplung rein. Ich habe sie manuell mit einem Hebel ausgeschaltet. Man kann natürlich auch noch hier unter den Schwellwertschalter eine Redstone-Verbindung drauf tun und dann mit der Kupplung hier oben verbinden. Dann würde es sich automatisch ausstellen. Das habe ich hier hinten bei dem großen so gemacht. Aber auf jeden Fall, hier kommt die Energie durch, geht in den ersten Speed-Controller rein. Der sorgt dafür, dass über die Portalkranachsen hier die Energie weitergegeben wird an den zweiten und sich die beiden Gantry Shafts auch hier mit den Portalkranwägen auch bewegen kann. Dieser steht auf 170 Umdrehungen. Wenn euer PC, Grafikkarte, wie auch immer das nicht aushält, dann könnt ihr den auch ruhig runterdrehen. Aber ich empfehle ausschließlich maximal 170 Umdrehungen. Alles darüber könnte zu Problemen führen, weil es dann zu schnell wird. Seht ihr, zeige ich euch dann gleich, was ich mit zu schnell meine. Hier drüben, der zweite Speed Controller steht auf 8 Umdrehungen. Der ist einfach dafür da, über das Getriebe hier an das Zahnrad die Pumpen, die die Lava runterdrücken, zu drehen, damit die sich halt bewegen. Das Ding an der Sache ist, der muss so langsam laufen, das reicht auch völlig aus, weil nur ein paar Partikel von der Lava hier unten benötigt werden, um den Bruchstein zu generieren. Wenn der schneller, also wenn der rechte hier schneller laufen würde, würde er den Tank leer saugen und dann, ja, wäre doof. Aber zeige ich es euch auch mal schnell in Action. Also, einmal der Hebel gedrückt
Ihr seht, die Gantry-Chefs laufen immer von rechts nach links ganz schnell. Und auf der anderen Seite fließt kurz Wasser, verbindet sich mit den Lavapartikeln, wie ich es eben gesagt habe, und generiert dann somit Bruchstein. Wir drehen immer runter, dann sieht man es besser. Auf 40, 39. Schaut's her. Abgebaut, abgebaut, generiert, abgebaut. Und wir haben jetzt schon so durch das kleine bisschen schon 230 Cobblestone da drin. Stellen wir wieder auf 170, dann sieht das nochmal ein bisschen schneller. Auch hier vorne seht ihr, durch den Messingtrichter wird Cobblestone ausgeworfen und wird durch die Andesittrichter unten eingefangen und in den Gegenstandstresor eingelagert. Durch das kleine bisschen hier unten haben wir jetzt schon in dem fast 400 Cobblestone generiert. Der mittlere hier, der funktioniert genauso. Wir haben hier wieder die kleine Contraption, also die kleine Vorrichtung sozusagen, die auf den Portalkranachsen hin und her sich bewegt. Wir haben ein paar mehr und auch einen größeren Gegenstandstresor unten drunter. Wenn wir den hier anschalten, der läuft auf denselben Einstellungen, seht ihr, wie das abgeht. Wie gesagt, mit den ganzen Partikeln könnte es sein, dass bei euch sehr schnell Frame Drops, also hier FPS Frame Drops passieren. Das ist aber in den Einstellungen, könnt ihr die Partikel runterdrehen und oder einfach hier über den linken die Geschwindigkeit jetzt mal auf 90 runterdrehen. Dann gibt es nicht so viele Partikel und der generiert trotzdem noch massenhaft Bruchstein. Schrauben wir wieder hoch, da wo er hingehört. Gut. Durch das bisschen bei dem mittleren haben wir jetzt schon 1330 Bruchstein generiert. Bei ihm hier waren es in der kurzen Zeit 400. Hier ist es schon, ja, das Dreifache. Das ist schon ordentlich. So, und jetzt kommen wir zu dem Monster. Wir gehen gleich nochmal ein Block-für-Block-Tutorial durch. Also ich baue es mit euch noch einmal den großen, damit ihr auch seht, worauf man hier aufpassen muss. Er hier läuft auch auf 8 Umdrehungen. Hier drüben, ja, er hier wieder auf 170 Umdrehungen. Und Feuer frei. Ihr seht, massenhaft Cobblestone. Jetzt sind wir schon bei der 400 durch. Wenn wir es uns auf der anderen Seite anschauen, also der hier ist einfach nur brutal. Und in noch kürzerer Zeit, ohne mit dem Speed rumzuspielen, haben wir jetzt hier auch schon 1400 Cobblestone drin. Oben sind noch 20 im Fass, was dann noch rausgehen würde. Ihr seht ab und zu, also wenn der hier jetzt eingebaut wäre, würden hier jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Cobblestones, die 2 in der Gegend rumfliegen. Denn viele Bruchsteingeneratoren haben mit der Create Mod oder ähnlichem das Problem, dass Cobblestone einfach wild in der Gegend rumfliegt. Das haben die hier nicht. Oder fast nicht. So gut wie fast nichts. Bei 1400 Cobblestone mal 2, die kurz rausgeplumpt sind, weil keine Umrandung drum war, das ist eine mega gute Rate. Und dafür, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, gibt es doch bestimmt einen Like und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und vergesst nicht die Glocke anzumachen, damit ihr keine Tutorials oder ähnliches mehr verpasst. Gut. Wie gesagt, hier mit dem Schwellwertschalter, wenn der Gegenstandstresor hier unten auf 95% ist, wird er ein Signal abgeben und dann sozusagen hier oben habe ich den anderen Redstone-Empfänger drunter gebaut als Empfänger und dann wird er die Energiezufuhr kappen und dann wird er stehen, bis er wieder leer ist. Also, aber was braucht man denn dafür? Die Dinger sind sehr einfach aufzubauen. Wir brauchen natürlich die Gegenstandstresore, einen Schwellwertschalter bauen wir mit ein, die Andesittrichter, die Falltüren brauchen wir oben drüber. Genau, so, dann bauen wir den einmal schnell nach. Also zu Anfang unten drunter erst einmal den Gegenstandstresor drunter gebaut. Den könnt ihr gerne auf die maximale Größe bauen, also sprich 9 x 9 x 9, dann fasst er auch fast 100.000 Items. Und dann brauchen wir die Andesittrichter. Ich baue jetzt hier eine Reihe drüber, das macht es nämlich einfacher, die Andesittrichter zu platzieren. Achtet beim Platzieren der Andesittrichter darauf, dass der Pfeil nach unten zeigt. Die hier brauchte ich nur kurz zum Gegenbauen.
Weil dann sammeln, wenn wir die nämlich nicht nach unten, also mit dem Shift-Rechtsklick platzieren, dann zeigt der Pfeil nach oben. Das können wir zwar beheben, wenn wir mit der Wrench einmal kurz rechtsklicken, aber wenn ihr mit Shift gedrückt und rechtsklickt beim Bauen, dann sind die gleich unten. Ich fürchte, den habe ich gerade einen zu groß gebaut, aber das ist nicht so schlimm. Das sehen wir dann spätestens, wenn wir die Tanks oben drauf bauen. So, jetzt brauchen wir die Fichtenholzfalltüren, 1 und 2, beziehungsweise an den unteren gehören die nämlich dran. Weil ansonsten können wir da darauf nämlich nicht die Pumpen platzieren. Und die Fichtenholzfalltüren, die müssen genauso lang über die gesamte Breite von den Andesit-Trichtern gebaut werden. Zack. Muster dabei ist relativ egal. So, jetzt kommen wir zu den Pumpen. Achtet bei den Pumpen, hier sind sie. Den brauchen wir später. Euch brauchen wir gerade nicht mehr. Das nehmen wir noch schnell mit. Das können wir dann auch gleich bauen. Bei den Pumpen müssen wir darauf achten, dass die nämlich ihre Pumprichtung nach unten haben. Wir wollen ja auch schließlich, dass die Lava nach unten fließt, oder beziehungsweise die Lavapartikel. Und dann kann nämlich auch Bruchstein generiert werden. Gut, setzen wir hier unten noch schnell den Schwellwertschalter dran. Das ist relativ egal, wo der ist. Einfach nur irgendwo an dem Inventarblock, der unten dran ist. Und dann war es das mit dem auch schon fast. Dann nehmen wir uns jetzt die Konstruktion, nehmen den Kleber mit, Speed Controller und ihn hier brauchen wir. Das brauchen wir jetzt noch nicht und den Tank. Gut, ich fange jetzt hier hinten an, setze hier das Zahnrad mit dran, habe natürlich jetzt das Getriebe nicht mit dabei, aber das ist nicht so schlimm, holen wir es so schnell. Setzen wir das Getriebe oben drauf und den Speed Controller unten drunter. Den stellen wir gleich auf die 8 Umdrehungen runter, weil ansonsten würde das ja schließlich zu schnell gehen. Jetzt brauchen wir noch schnell eine Welle. Da setzen wir dann die Portalkranachse dran. So, aber da wir zwei verschiedene brauchen, die trotzdem miteinander verbunden sind, können wir die gegenläufig machen, indem wir jetzt hier nicht einfach normal erweitern würden, weil sonst würden wir einfach nur eine komplett lange machen. Mit einem Shift-Rechtsklick können wir die nämlich voneinander trennen und gegenläufig bauen. Jetzt setzen wir hier hinten noch den zweiten Speed-Controller dran, das große Zahnrad oben drauf, die brauchen wir dann nicht mehr. Hier hinten dran kommt dann gleich die Kupplung. Und dann können wir auch gleich schon fast die Tanks oben drauf setzen. Hier kommen jetzt die beiden noch gegen, einfach nur für Deko-Zwecke. Die Drehzahl von dem Speed-Controller setzen wir gleich auf 170 rauf. Genau, so schaut das doch ganz gut aus bisher. Alles klar, die hier noch kurz einmal verschönern, genauso wie das Zahnrad, dann brauchen wir das Gehäuse nämlich auch nicht mehr. Dann nehmen wir uns jetzt die Glasfalltüren, umranden hier einmal die Pumpen, damit das Wasser, wenn wir sie waterloggen, nicht wild in der Gegend rumfließt. Alles klar, hier kann es nicht weg. Also brauchen wir dann nur noch Wasser. Also die Pumpen. Zum Waterloggen einfach einen Wassereimer nehmen, rechtsklicken und dann läuft das. Warum auch immer das auf dem Create City Server in der letzten Folge nicht funktioniert hat. Wenn wir hier den einen in der Ecke waterloggen und dann die Pumpe in der Ecke, dann zieht sich die in der Mitte als unendliche Wasserquelle auch ein mit. Wenn wir hier jetzt jeden zweiten auch wieder waterloggen, bis hier hinten, schwupps, habt ihr gesehen, selbst die hier hinten hat sich jetzt waterloggt, also Wasser weg. Und jetzt die Tanks oben drauf. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, perfekt aufgebaut.
Okay, nicht so perfekt, jetzt perfekt. Ein großer Tank, zweiter und ein dritter. Und da können wir dann jetzt jeweils einen, wo ist er hin? Lava-Bucket reinwerfen. Da ich hier im Kreativmodus bin, kann ich das mit einem Rechtsklick einfach machen. Wie ich das im Survival mache, seht ihr in dem Video, das ich hier verlinke. Mit einer Kurbel, mit einer Pumpe, manuell mit einem Abfluss von oben rein. Schaut euch das Video an, das ist auch ganz cool. Da ist es sauber erklärt und ihr könnt sehen, wie es funktioniert. Jetzt klappen wir euch hier noch hoch. Achtet darauf, dass die Fichtenholzfalltüren alle unten, also alle so hochgeklappt sind, weil wenn die runterklappen, sieht nicht so cool aus und funktioniert dann nicht so gut. Wie gesagt, achtet darauf, dass die Pumpen alle ihre Flussrichtung nach unten haben. Dann bauen wir jetzt noch die Portalkranachsen. Ihn hier, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Ich brauche aber noch das Schubgerüst, Messingtrichter und den Andesit-Trichter brauche ich noch. Alles klar, Schubgerüst. Also Portal, wie heißen sie? Portalkranwagen, alias Gantry Carriage oder wie auch immer er heißt. Die kommen hier dran. Unten drunter kommt das Schubgerüst dran. Denkt dran, von der anderen Seite einmal mit Rechtsklick mit dem Kleber in der Hand. Dann die Reichweite einstellen, in dem Fall auf 3 Blöcke runterdrehen. Weil ansonsten habt ihr das Problem, dass er hier, also das Schubgerüst, viel weiter hier rüber alles mitnehmen wollen würde. Aber das geht ja gar nicht. Gut, dann brauchen wir hier in der Mitte noch das Fass. Zack, einmal das Fass. Einen Messingtrichter. Der kurz, dann brauchen wir einen Block, der dagegen läuft, damit wir den hier gegenbauen können. Dann dürfen wir aber nicht vergessen, den Block da unten wieder wegzumachen und zack, da den Andesit-Trichter wieder hinzubauen. Achtet aber wie gesagt darauf, auf die Pfeilrichtung, weil ansonsten würde er nämlich ständig die Cobblestones aus dem Gegenstandstresor wieder nach oben raus pushen. Jetzt brauchen wir noch hier 2 Messingtrichter. Genauso auf die Pfeilrichtung achten. Er hier muss raus, sozusagen rausspucken, was er jetzt nicht tut. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Also er hier soll rausspucken aus der Vorrichtung, die hier gleich bilden werden. Und die hier sollen einsaugen in den Gegenstandstresor hinein. Aber damit er überhaupt was aufnehmen kann, braucht er noch das Inventar, das Fass. Und jetzt können wir schon verkleben. Also einmal hier runter. Naja klar. Bei denen hier müsst ihr echt aufpassen, dass ihr mit dem Rechtsklicken nicht die Fläche bekleben wollt, sondern da müsst ihr seitlich dran und dann hochgehen. Dann könnt ihr das hier als Konstrukt verkleben. Ansonsten würdet ihr ständig nur die Seite bekleben wollen. Aber da ich den neu gesetzt habe, einmal neu die Seite verkleben. Noch einmal die Distanz auf 3 runterschrauben. Und dann sind wir auch schon fast durch. Jetzt müssen wir noch die hier unten alle miteinander verkleben, also sprich den Messingtrichter. Und dann bis zum letzten hier herüber. Warum müssen wir hier einen überstehen lassen? Die Vorrichtung wird jetzt gleich die hier alle mitnehmen. Und zwar einen rüber, einen zurück, einen rüber, einen zurück. Und so weiter und so weiter. Und deswegen müssen wir, genau, einen rüber, müssen wir hier einen Überstehen haben, weil hier ja schließlich auch ein Bruchstein generiert wird, der sonst gar nicht mit aufgenommen werden würde. Gut, bevor wir es testen, brauchen wir noch eine Energieversorgung. Wir haben alles verklebt. Und ich möchte noch schnell hier mit einem Shift-Rechtsklick mit der Frequenz, das ist jetzt der Sender, die Redstone-Verbindung. Und wenn wir jetzt hier drüben die Kupplung hinsetzen und hier auch so einen dran setzen mit derselben Frequenz und mit dem Schraubenschlüssel einmal rechtsklicken, dann wird aus der Redstone-Verbindung hier der Empfänger und sobald er hier das Signal von ihm dort unten bekommt, wird die Kupplung gepowert, also
aktiviert sozusagen, was ich jetzt simuliere mit dem Hebel, bevor ich den Kreativmotor ansetze. Und dann würde, sobald er voll ist, sich die Farm automatisch ausschalten. Aber genug gequasselt. Let's fetz. Manchmal braucht es ein bisschen, bis es anfängt, aber dann läuft die einfach nur Bombe. Und für so einen schnellen, mega effizienten Cobblestone Generator, hiermit verabschiede ich mich. Lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Soll ich mehr Block-für-Block-Tutorials machen oder einfach nur erklären, wie die verschiedenen Sachen funktionieren? Schreibt es in die Kommentare. Ach ja, bevor ich es schon wieder vergesse, dieses Cobblestone Generator Design stammt vom lieben Tryobian. Mega cooler Typ. Hat es leider nicht für irgendein Block-für-Block-Tutorial drin, von daher habe ich das jetzt gemacht. Schaut auch bei ihm vorbei, wenn ihr Bock habt. Er hat da einige sehr coole Tutorials und Videos. Aber jetzt bin ich dann endlich weg. By the way, in den paar, nicht mal 2 Minuten, haben wir schon 7.500 Cobblestone. Fast 7, 8. Krasses Zeug. Abo und Like nicht vergessen. Ciao.